Einen schönen guten Tag, liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Ich weiß, dass wir auf diesem Kanal unheimlich viele Tesla-Fahrerinnen und Tesla-Fahrer haben. Allerdings weiß ich auch, dass in der Vergangenheit viele Videos kamen, die eigentlich nichts mit Tesla zu tun haben. Ihr wisst es, E-Fieber. Wir wollten ja auch dieses Jahr auf jeden Fall andere Modelle testen. Das haben wir auch gemacht oder machen wir gerade auch. Aus diesem Grund möchte ich dieses Video euch widmen, liebe Tesla-Fahrer da draußen. Denn wir haben ja auf der einen Seite ein Model 3 aus Dezember 2020 mit der VIN 834.000 und hier auf der anderen Seite ein, ich weiß nicht wie ich es nenne, also das ist ein Refresh und das ist ein Refresh. Also so grob gesagt, das ist nämlich die VIN 942.000, brandaktuelles Teil mit noch einigen Änderungen, die in dem Refresh-Modell, in dem eigentlichen Refresh-Modell nicht enthalten sind. Nach dem Intro erzähle ich euch, was genau Massephase ist. Bleibt dran und lehnt euch zurück. Bevor wir uns dieses Model 3 aus Mai 2021 genauer anschauen, möchte ich gerne übermitteln, warum der Besitzer dieses Fahrzeug genommen hat und nicht zum Beispiel ein BMW 340i, der zum Beispiel auch in der engeren Auswahl stand. Und das ist ganz einfach zu erklären. Erster Punkt, die Unterhaltskosten von dem Model 3 sind echt utopisch gering. Für die Leistung muss man erstmal vergleichbaren Benziner zum Beispiel finden, der sich so günstig fahren lässt. Und das ist echt utopisch, gerade wenn du jetzt noch zu Hause lädst und der Besitzer lädt zu Hause und das ist alles fein, das ist alles tipptopp, da machst du nichts verkehrt, wa? Ein weiterer Punkt, den er mir gesagt hat, ist diese Leistungsentfaltung, also dieser direkte Punch bei der 0,01% Gaspedalveränderung. Das muss man echt so sagen. Also du kickst drauf und hast direkt Feuer. Das ist mega. Hat er auch gesagt, da kriegt er immer ein Lachflash. Also freut sich mega, wenn er damit rumfährt. Und der letzte Punkt geht um die sogenannte Inspektion von dem Fahrzeug. Also Tesla sagt so, ihr könnt Inspektionen bei Tesla machen im Service Center, aber ihr müsst nicht. Also diese Freiheit, die du hast mit dem Fahrzeug, das ist mega. Wenn du jetzt mal wirklich rechnest, du nimmst einen BMW 340i, was wirklich zur Auswahl stand, der hat zwar auch extrem viel Leistung, 400 PS oder so, aber da musst du jährlich zur Inspektion, da musst du einen Ölwechsel machen. Da bist du nicht unter 1.000 € dabei jedes Jahr. Und das ist echt der Kostenfaktor schlechthin, der eindeutig fürs Model 3 spricht. So ihr Lieben, kommen wir jetzt mal zu den Punkten, die euch, glaube ich, am meisten interessieren, nämlich was sind die Veränderungen zwischen diesem Fahrzeug aus Mai 2021 und dem Albatros, das ist mein Fahrzeug, aus Dezember 2020. Hier liegt ein halbes Jahr dazwischen, aber dieses Fahrzeug ist schon wieder technologisch und hat so ein paar Teile, die einfach wieder neuer sind und cooler sind, muss ich echt so sagen. Wir gehen jetzt mal im Detail darauf ein. Der erste Punkt, den ich hier erwähnen möchte, ist der Akku in diesem Fahrzeug. Der Akku im Vergleich zu meinen hat sich nochmal deutlich geändert. Und zwar ist hier der 82 Kilowattstunden Panasonic Akku drinne verbaut. Den gab es zu meiner Zeit auch schon, allerdings nur im Performance drinne. Ich habe noch den 79 Kilowattstunden Panasonic Akku aus der ersten Generation, blöd gesagt, der direkt im Tesla Model 3 verbaut wurde zu Beginn. Also hat sich hier schon mal was geändert. Das ist auch der Wagen, der die neue WLTP-Reichweite hat, nämlich 614 Kilometer. Der hier hat noch WLTP 580 Kilometer. Also haben wir da alleine vom Akku schon einen Unterschied. Wohl bemerkt, alles in einem halben Jahr. Den nächsten Punkt, den ich euch zeigen möchte, da muss ich mal den Frunk aufmachen von beiden Fahrzeugen. Da kann ich euch das perfekt zeigen. Gebt mir 5 Sekunden. Und zwar, wenn wir uns nämlich meinen Frunk anschauen, sehen wir, dass der ziemlich voll ist. Und wir sehen auch, dass wir hier keine Flaps haben. Jetzt gehen wir mal darüber. Was fällt euch auf? Ihr seht direkt diese sogenannten Windschutzflaps, die hat jetzt Tesla verbaut, um einfach nochmal die Geräuschkulisse des Fahrzeugs zu reduzieren. Das heißt, ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen, habt ihr hier nochmal Flaps, die sind, ich würde sagen, 25 cm lang und sind hier richtig dran gebappt. Gibt es bei meinen noch nicht. Das ist die erste Veränderung, die ich euch im Prinzip jetzt hier optisch zeigen kann. Ansonsten hat sich der Frunk überhaupt nicht verändert. Da ist alles gleich geblieben, sieht auch alles identisch aus. Ich habe ein anderes Ladekabel. Das hier ist von Phoenix Contact. Kenne ich jetzt nicht die Marke. Ich habe, glaube ich, eins noch von Mennekes. Und hier ist aber auch identisch verbaut. Ich kann das ja mal hochklappen. Sieht genau identisch aus. Keine Veränderung sonst. Beim nächsten Punkt bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Weil ich habe das Empfinden, dass die neuen Aerokappen schwärzer sind. Also die sind irgendwie dunkler, habe ich das Gefühl. Ich habe leider jetzt keine dabei.
dabei. Hier habe ich ja die 20 Zoll drauf. Deswegen denke ich mir, oder habe ich einfach den Eindruck, dass die dunkler sind. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Gerade diese Inlays. Bei mir, glaube ich, zu Hause sind die ein bisschen hellgrauer. Aber da kann ich mich auch täuschen. Kommen wir mal zum nächsten Feature, was sich geändert hat. Ich gehe mal in den Innenraum und wir sehen auf den ersten Blick die neue Holzverkleidung der Tür. Also natürlich, wenn ihr weiß bestellt habt, ist das weiß. Wenn ihr Holz habt, ist das genauso wie das Dashboard, auch Holz. So sieht das Ganze dann aus. Ist nicht schlecht, schön verarbeitet, ist natürlich auch Geschmackssache. Ich habe schon einige gelesen, die gesagt haben, oh nee, das gefällt mir überhaupt nicht so. Ist natürlich Geschmackssache. So sieht das Ganze aus, im Vergleich auch. Ja, ich gehe mal rein ins Fahrzeug, das ist, glaube ich, das Einfachste. Dann kann ich euch das mal zeigen. Und zu die Tür, so ist der Übergang. Ihr seht es auch, da müsst ihr auch ein bisschen darauf achten, wenn ihr ihn abholt, dass das einigermaßen bündig ist. Das kann ich euch schon gleich als Tipp geben. Und hier, dass das einigermaßen passt. Aber hier sieht das richtig gut aus. Beifahrerseite natürlich genauso. Ja, was sagt ihr dazu, Leute? Ist Geschmackssache, ich weiß, aber Tesla macht halt immer weiter. Kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, nämlich ich gucke schon an das Lenkrad. Das Lenkrad sieht im Prinzip genauso aus wie meins aus dem AWD, aus dem Albatros. Aber jetzt passt mal auf, ich mache jetzt mal die Klimasteuerung an und gehe mal hier drauf, wo man normal die Sitzheizung anmacht. Und jetzt seht ihr hier dieses Icon. Wenn ich das jetzt drücke, aktiviere ich die Lenkradheizung. Und da müsste es auch schnell warm werden. Ich bin mal gespannt. Ich lasse mal laufen, mal gucken, wo sie überall warm wird. Und ansonsten habt ihr aber alles gleich. Aber Lenkradheizung ist neu. Das gab es bei meinem noch nicht. Das war ein riesen Streitthema. Ich weiß es noch. Ich habe noch ein Video gemacht ich weiß nicht, ich glaube im Oktober letzten Jahres war das. Und da haben mich alle angeguckt, die gesagt, ach, das wird mit Update gemacht und so, André, ach, du redst Dünnschiss und sowas. Ja, und jetzt haben wir es hier. Hier ist auch Lenkrad. Oh, es wird schon warm. Es wird schon warm. Ich prüfe mal, wo es überall warm wird. Aber wenn ich hier anfasse, das komplette Lenkrad anscheinend. Das komplette Lenkrad wird warm. Also nicht nur die Griffflächen, manchmal hat man auch nur die Griffflächen, aber hier wird das komplette Lenkrad erhitzt. Tatsache. Ja, kann ich bestätigen, das komplette Lenkrad wird erhitzt. Tolles Gefühl, tolles Gefühl. Schön, richtig Komfortfeature, was Tesla einfach mal umsonst mit reinbaut. Ich weiß zum Beispiel bei unserer Zoe, da mussten wir das extra kaufen. Ich mache es mal wieder aus. Da mussten wir es extra kaufen, kostete 550 €, glaube ich. Also hier bei Tesla gibt es einfach dabei. Und das ist auch der Grund, weswegen ich sagen muss, Tesla hin oder her. Oh, jetzt habe ich leicht gespuckt. Deswegen ist auch immer, was ich sage, Tesla hin oder her. Es ist ein Streitthema, ich weiß, Elon ist immer ein Streitthema mit seinen ganzen Twitter-Zeugs und sowas. Aber eins muss man sagen, nenn mir einen Hersteller da draußen, der während der laufenden Produktion Änderungen einbaut und den Kunden das einfach nur so ohne Aufpreis weitergibt. Das ist doch mega, Leute. Deswegen, ich bin bei Tesla manchmal immer hin und her gerissen. Ich bin eigentlich ein Fanboy, aber manchmal denke ich mir, ach Tesla, ja, es ist schwierig. Es ist einfach ein schwieriges Thema. Aber nichtsdestotrotz, diese neue Implementierung von Features, die jetzt dazukommen, einfach in die laufende Produktion ohne Aufpreis, das ist top. Echt top. Daumen nach oben. Kann ich nicht anders sagen. So, ihr Lieben, für das nächste Feature, was euch, glaube ich, am meisten in diesem Video interessiert, muss ich gleich mal vorne mit den Damen sprechen. Ihr seht es, glaube ich, ich filme mal durch den Schlitz durch. Da seht ihr nämlich Pferde. Ich will sie nicht erschrecken, denn ich möchte euch zeigen, Spielekiste und dann die gute alte Boombox. Ist jetzt auch in Deutschland oder in Europa, besser gesagt, verfügbar. Ihr seht es ja auch. Tolle Sache. Will ich gleich mal testen. Aber wie gesagt, ich muss jetzt gleich mal da drüben fragen, ob das für die in Ordnung ist, nicht, dass die Pferde gleich hier abhauen. Ein paar Sekunden später. So Leute, ich habe grünes Licht bekommen. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf die Beifahrerseite, denn, warum Beifahrerseite? Weil das AVAS-System bzw. die Hupe ist hier hinter dem Radkasten verbaut, auf der rechten Seite. Um es euch gut hörbar zu machen, setze ich mich jetzt einfach auf die Beifahrerseite und jetzt sehen wir hier diese Feature. Ich gehe mal ein Stück zurück. Einmal könnt ihr hier eine Audioquelle abspielen. Ihr seht ja auch bis zu 5 eigene Töne. USB-Laufwerk mit Ordner namens Boombox anlegen und dann einstecken. Dann könnt ihr hier das sozusagen auswählen. So, und dann haben wir hier den Hubton. Im Prinzip in den USA geht das auch während der Fahrt. Das testen wir nachher nochmal, ob das auch während der Fahrt geht. So, kurzer Check, ob die Boombox funktioniert. Ne, kommt die normale Hupe. Kommt die normale Hupe. Krass, kommt keine Boombox. Nein, kommt keine Boombox, Leute.
Ihr seht's, Boombox funktioniert nur im Stand in Deutschland. Sobald wir hier in dem Boombox-Menü sind und auf D drücken sozusagen, deaktiviert sich das Feld. Das heißt, wie wir es gerade auch gehört haben, da ist nichts mit Boombox während der Fahrt. Schade. Hier habt ihr nur den Hubton und bei den USA habt ihr noch ein Fenster, könnt ihr das während der Fahrt machen. Und jetzt sehen wir hier die Vorauswahl von Tesla. Ja, ist nicht viel, aber ganz lustig. Ich werde jetzt mal eins anmachen, zum Beispiel DJ. Und dann klicke ich mal auf Vorschau. Ich hoffe, ihr versteht das gleich. Ich nehme mal mein Audio ein bisschen zur Seite und dann hören wir mal rein. Das ist doch geil, oder Leute? Ist das nicht geil? Ich will das in meiner Karre haben. Ich will das bei mir haben, ohne Mist. Das ist das geilste Feature ever. Viele sagen ja zum Beispiel, ach, das ist Spielerei und unnötig und sowas. Was ich unnötig finde, ist dieser komische Raumschiffklang, wenn man rückwärts fährt. Das ist unnötig, das stimmt. Aber hier sowas ist, finde ich, eine coole Spielerei, ohne Mist. Bevor es in dem Video weitergeht, eine kurze Frage. Kennst du bereits unseren E-Fuel-Shop für begeisterte Elektroautofahrer? Von T-Shirts über Hoodies bis Kaffeetassen wirst du dort fündig. Mit dem Code eFieber bekommst du 10% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Schau gerne vorbei, wir freuen uns. Und nun zurück zum Video. Wenn wir jetzt einmal dabei sind, lassen wir gleich noch mal gucken, was wir noch nehmen können. Und zwar Applaus. Was ist das? Okay, das war jetzt nicht so überwältigend faszinierend. Machen wir altertümliche Hupe. Ach, ja, auch in Ordnung. Also ich würde mir zum Beispiel irgendwie Münze werfen. Was ist das denn? Das ist auch nicht schlecht. Also wie gesagt, ihr könnt euch da frei entfalten. Probiert selber aus, wenn ihr die Boombox habt. Und ich kann auch den Leuten sagen, die sie nicht haben, wie ich zum Beispiel. Ich sag mal, ich weiß jetzt nicht genau welches Modelljahr, aber die neueren Model 3, ich glaube sogar Ende 2019, die haben schon das Kabel fürs AVAS-System verbaut. Das bedeutet, euch fehlt nur die Hupe, oder mir ja auch. Ich bin ja auch betroffen. Und das können wir aber nachrüsten. Das können wir in SEC nachrüsten. Ich bin gerade schon in Verhandlung bzw. in Rücksprachen mit Mannheim. Die haben ja schon bestätigt, dass es möglich ist. Das kostet um die 150 € und dann erfolgt die Freischaltung. Ich weiß, dass die zurzeit noch wohl ziemliche Materialprobleme haben oder Materialmangel einfach, also diese Hupe. Aber darüber lässt sich auf jeden Fall freischalten. Wenn ihr das privat macht, weiß ich nicht, ob ihr auch die Freischaltung der Software dann habt. Also dass ihr das Boombox-Icon dann drin habt oder das Feature einfach. Deswegen würde ich das lieber im Service Center machen und dann seid ihr auch auf Nummer sicher, dass ihr das Boombox-Feature habt. So ihr Lieben, das müssten auch alle Änderungen jetzt gewesen sein im Vergleich zum Albatros. Ich hoffe, das war es alles. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es unten in die Kommentare. Ich habe gerade mit dem Besitzer gesprochen und wir haben noch ein Feature entdeckt, was es in meinem Modell nicht gibt. Und zwar ist das die Ambient-Beleuchtung in der Tür. Wir gucken mal nach unten. Das ist jetzt das neue Modell. Dann seht ihr da unten schön die Beleuchtung. Jetzt gehen wir mal rüber in mein Modell. Da ist jetzt zwar die Halterung dafür drin, war. Ihr seht es da unten den Schlitz, aber da ist keine Lampe verbaut, da ist nichts verbaut. Haben wir wieder eine Neuerung drin, die es in meinem, was wirklich ein halbes Jahr alt ist, nicht mehr haben. Krass, das ist Tesla. Das ist Tesla. Eine andere Sache, die euch vielleicht jetzt auch noch interessiert. Ich war bei diesem Fahrzeug, bzw. bei dem Besitzer heute Vormittag schon mal. Warum? Weil er hatte mich angerufen und hatte gefragt, ob ich nicht mehr über sein Model 3 schauen könnte, über sein neues Model 3 und die Menge, die er hat, vielleicht mal bewerten, beziehungsweise ob ich noch andere Menge finde. Wenn euch das jetzt interessiert, dann bleibt dran. Ich zeige euch einfach mal die gröbste Menge. Es ist leider so, dass dieses Fahrzeug wieder aus Fremont kommt, aus Kalifornien und nicht ganz, ich sag mal, sauber ist. Also ich sag mal, was heißt sauber, sondern fehlerfrei, mängelfrei. Mängelfrei ist das richtige Wort. Und deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal. Das heißt, wenn ihr später Model 3 nochmal abholen solltet, könntet ihr darauf auch achten. Also ich bin jetzt hier vorne im vorderen Bereich vom Fahrzeug. Viele können sich vielleicht noch erinnern, dass die Türen früher übelste Probleme mit Wolkenbildung hatten, also so wolkig aussahen. Das ist hier nicht mehr, das hat Fremont schon Ende letzten Jahres abgestellt. Was wir hier aber ziemlich viel haben, sind einfach so Lacknasen, so einfache Lackprobleme. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Hier ist zum Beispiel, siehst du, richtig eine Kante, wo einfach der Lack runtergelaufen ist. Das ist echt komisch. Dann haben wir hier oben noch so eine Kleinigkeit. Wenn wir hier dieses Dreieck haben von dem Plastik, da guckt hier der Kleber raus. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, das muss nicht sein. Also bei
50.000 Euro sollte das schon in Ordnung sein. Das muss man einfach noch mal richten. Hier ist es sehr bündig dran, aber hier steht es sehr ab. Also das ist wirklich nicht toll. Dann gehen wir mal hinten hin. Dann sehen wir hier unten am Radkasten sehen wir hier die Blasen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ob ich zu nah drin bin, aber hier unten sieht man noch so Lackschnipse oder sowas. Also dieses Fahrzeug ist echt von der Lackierung her, von der Qualität der Lackierung her wirklich nicht ganz so toll. Auf der anderen Seite der Seitenlinie haben wir das natürlich auch. Hier seht ihr das auch. Das sind richtige Blasen. Ich kann es gar nicht beschreiben, richtig. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Das sind richtige Blasen, das muss nicht sein. Das ist hier hinten genauso, sehe ich auch. Mamma mia, Mamma mia. Was auch sehr, sehr kurios ist an dem Wagen, der hat bei Auslieferung bereits schon 100 Kilometer auf der Nadel gehabt. Also das ist ein Zeichen, dass da irgendwas gewesen sein muss. Entweder war es sozusagen Rückläufer, dass jemand den schon mal hatte und dann zurückgegeben hat, oder ja, verschiedenste Ursachen. Also es ist komisch, 100 Kilometer ist zu viel. Normalerweise sage ich mal maximal 20 Kilometer ist in Ordnung, aber über 100 Kilometer, das ist zu viel. Oder an die 100 Kilometer ist einfach zu viel. Also die Lichter hier, die kann man noch ein bisschen justieren, das seht ihr hier auch. Da ist noch eine kleine Kante drin, das lässt sich bei beiden Seiten machen, das ist kein Problem. Was interessant ist, viele haben immer Probleme hier mit der Anpassung der Kofferraumklappe. Hier ist es wirklich, wirklich, wirklich toll gemacht. Also hier hat Tesla sich Mühe gegeben, die sitzt 1A. Ich habe noch nie so eine gute Kofferraumklappe gesehen. Mamma mia, das ist gut gemacht. Also hier haben wir wirklich vorwiegend Probleme mit der Lackierung. Ansonsten hier innen zum Beispiel sehen wir noch so ein paar Stretches, so ein paar durchgehende Linien. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Das ist auch nicht ganz cool. Das sollte man eigentlich bereits, wenn man den Wagen den Kunden übergibt, beheben. Also direkt das Beseitigen einfach. Das ist ein typisches Dreckproblem bei Tesla. Ganz oft ist zum Beispiel auch der Himmel davon betroffen. Da habt ihr dann Flecken und sowas. Müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Kleiner Tipp von mir. Und wenn ich jetzt hier an der Beifahrerseite mal gucke, ihr seht hier dieses Badge, das ist auch immer nicht ganz fest, da müsst ihr auch mal gucken. Auf der Fahrerseite ist tipptopp fest und hier ist halt noch ein bisschen locker, das könnt ihr aber ganz leicht noch mal kleben, das ist kein Problem. Ansonsten, wie gesagt, schade ist das mit der Lackierung hier echt, das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber ansonsten wirklich Top-Wagen. Der Kunde sagt mir auch, oder hat mir auch direkt gesagt, André, ich weiß, das ist eine Menge. Ich weiß es einfach, es ist ein amerikanisches Auto und ja, aber auf der anderen Seite sagt er auch ganz ehrlich, sobald er in dem Wagen drinne sitzt und die ersten Meter fährt, ist das schon alles wie vergessen. Das hat er wirklich so gesagt, ohne ungelogen. Und ich glaube ihm das auch, ich weiß es ja selber. Diese Autos sind mega. Sie sind einfach mega. Ob es das Supercharger-Netz ist, ob es die Technik da drin ist, ob es der Display ist, ob es der Akku ist. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Kann man nicht meckern. Nichtsdestotrotz will ich jetzt nicht so viel babbeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, ihr konntet was daraus mitnehmen. Die sich freuen auf ihren Tesla, habt ihr vielleicht jetzt schon mal eine kleine Vorfreude sammeln können in dem Video. Und ich wünsche euch alles Gute da draußen, halt die Ohren steif und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Abonniert gerne den Kanal, würde mich mega freuen, oder das ganze E-Fieber-Team würde sich freuen und wir sehen uns. Macht's gut, ciao.